Seelöwe. Stellt euch einen Ort vor, an dem es so windig ist, dass es natürlicherweise keine Bäume dort gibt, an dem aber Pinguine, Albatrosse, Wale und Robben leben. Ein Ort am anderen Ende der Welt. Die Falklandinseln liegen 400 Kilometer östlich vor Feuerland und Argentinien, mitten im Nichts. Es gibt nur 3500 Einwohner und ein sehr raues Klima. Aber wird trotzdem dort gegärtnert? Ich war auf der kleinen Insel Hammock Island. Das ist an der Westküste gelegen und wegen der starken Westwinde damit extrem dem Wind ausgesetzt. An diesem Tag hatten wir aber unglaubliches Glück. Statt 10 Grad, wie es hier im Sommer im Durchschnitt ist, hatten wir fast 20 Grad und es war fast windstill. Aber stellt euch das vor, dass es hier so richtig rappelt. Es gibt dort fast ausschließlich niedrige Vegetation wie Gras, Sträucher oder Moose. Die Landschaft erinnert eher an Tundren oder an Heidelandschaften. Die einzigen 2 menschlichen Bewohner von Hammock Island sind Kiki und Thies. Sie möchten nicht gefilmt werden, aber wir dürfen ihren Garten besuchen. Seit 1870 ist die Insel in Familienbesitz. Schon damals wurden Zypressen als Windschutz gepflanzt. Zypressen sind echte Überlebenskünstler und gehören zu den wenigen Bäumen, die selbst unter extremen Bedingungen als Windschutz gedeihen. Ihre nadelartigen Blätter sind nicht nur dicht, sondern auch so geformt, dass sie den Wind brechen und gleichzeitig die Verdunstung minimieren. Ihr Wuchs ist kompakt und flexibel, sodass sie selbst starken Stürmen trotzen, ohne leicht zu brechen. Gleichzeitig sind sie erstaunlich salztolerant und kommen selbst in Küstenregionen gut zurecht. Dazu kommt ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber kargen Böden, also insgesamt genau das, was sie auch auf den rauen Falklandinseln überleben lässt. So, jetzt aber rein in den Garten. Schon der Eingang von Thies und Kiki riecht ganz wunderbar nach Kamille. Das müssen wir uns unbedingt für unseren eigenen Garten abschauen. Und dass ihr Haus von Engländern gebaut wurde, das sieht man auf den ersten Blick, oder? Ist das ein Walknochen? Dank der Zypressen ist der Garten von den starken Winden geschützt und das schafft Raum für überraschende Pflanzen. Gleich am Eingang rankt das wunderschöne Waldgeißblatt, duftet intensiv. Eigentlich liebt es geschützte Standorte, aber hier trotzt es irgendwie dem rauen Klima. Der Neuseeländer Flachs ist robust und salztolerant und damit perfekt für die Küstenregion. Genau wie die Strauch-Veronika. Immer wieder gehen wir durch Tunnel von Zypressen, das macht den Ort sehr magisch. Für einen englischen Touch sorgen vor allem die Rosen und Wildrosen. Besonders überrascht hat mich die gewöhnliche Pechnelke, denn die gilt nicht als besonders windfest. Aber wie widerstandsfähig sie dann doch ist. Am Herzen liegt Kiki und Thies aber besonders ihr Gemüsegarten. Da der nächste Supermarkt weit weg und nur mit dem Schiff zu erreichen ist, versuchen Kiki und Thies möglichst viel selbst anzubauen. Schaut mal, wie viele Kartoffeln das sind. Überwacht wird das Kartoffelfeld von 2 Truthahngeiern. Verrückt, oder? Und so schön die Kartoffelblüte und auch wieder die Kamille. Sie hilft dabei, Pilze und Schädlinge abzuwehren. Und hört ihr das Gezwitscher? Die vielen Sträucher sind ein tolles Habitat für kleine Vögel. Es ist jetzt Februar, aber das entspricht vom Klima her etwa bei uns dem August. Der Rhabarber hat sich auf jeden Fall schon wieder zurückgezogen. Diese wunderschönen Lupinen habe ich auch schon in Ushuaia, in der südlichsten Stadt Südamerikas, gesehen. Da der Boden so karg ist und sie Stickstoff aus der Luft binden, können sie aber ziemlich invasiv sein. Als Kiki und Thies, die auch schon mal die Welt umsegelt haben, eine Zeit lang nicht zu Hause waren, haben die Himbeeren hier alles übernommen, haben sie gesagt. Die fühlen sich hier wohl sehr wohl. Die beiden bauen alles an, was sie für den täglichen Gebrauch brauchen, außer Äpfeln, Knoblauch und Zwiebeln. Das klappt nicht. Dafür gibt es aber Kohl, rote Beete, Stielmus, Salat, Möhren, Erbsen. Die Samen kaufen sie in einem Geschäft in Stanley, der Hauptstadt der Falklandinseln. Als Kompost nutzen sie Tierdung von ihren Schafen, Schnitt aus dem Garten und Algen. Das ist ja praktisch, weil sie direkt am Strand wohnen. Ansonsten heißt es WWW. Water, Watch and Weed, also wässern, abwarten und Unkraut jäten. Die Jahreszeiten sind wie gesagt vertauscht.
Und sie bringt die Samen immer am 10. Oktober in den Boden. Das entspricht unserem April. Im Hintergrund sieht man ganz gut, wie karg die Landschaft eigentlich ist. Könnt ihr euch vorstellen, hier zu wohnen? Und mit welchen Herausforderungen habt ihr in eurem Garten zu tun? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, alles Liebe, eure Möhre.